Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Gleich am Anfang muss ich euch etwas mitteilen. Ich habe etwas Neues vor. Das dürft ihr dann nächsten Freitag sehen. Und zwar habe ich mal den Versuch vor, freitags statt dem Wochenorakel für alle einen Wochenimpuls für die Sternzeichen zu machen. Das heißt, es kommt hier am nächsten Freitag kein großes Blatt, sondern ich habe das Wochenorakel für alle Sternzeichen in petto. Wir schauen mal, wie das ankommt. Das ist nur ein Versuch von mir. Das heißt nicht, dass ich das jetzt immer so mache, denn es ist viel Arbeit. Aber ich dachte, ein Versuch wäre es mal wert. Und ich bin natürlich gespannt, wie es ankommt. Schauen wir mal. So, für die nächste Woche haben wir hier im Kollektiv schon mal Konflikte, die im Bereich von Beziehungen, Verträgen, Verbindungen kommen können. Gleichzeitig habe ich hier auch so dieses Ding, dass man sich vielleicht irgendwo gern rausnimmt und ja, dass man der Konflikte so ein bisschen überdrüssig ist. Es kann hier um eine Angelegenheit gehen, die mit der Liebe zu tun hat, mit der Beziehung, mit dem Umfeld, mit den Herzensangelegenheiten, mit dem, was dir so wichtig ist, was aus dem Umfeld heraus stabilisierend auf dich, wie auf uns wirken könnte. Hier kann es im weitesten Sinne um etwas gehen, wo deine Seele einen klareren Blick braucht, wo man sich in irgendetwas eingefahren, eingemummelt hat, das jetzt eben so vor sich hinfließt. Und hier klopft etwas an und sagt, es fühlt sich aber nicht gut an. Und wenn ich recht überlege, fühlt es sich auch schon längere Zeit nicht gut an, aber ich habe einfach weitergemacht. Und ja, das drückt auf sehr viele Bereiche, die hier liegen. Wir haben hier die Sonne, die steht auf dem Kopf. Das heißt für mich auch, ne, wo gebe ich denn so viel Energie rein? Und das bringt mich kein Fatz weiter. Das Auflösen von ganz viel schwierigen Phasen, schicksalshafte Neubeginne. Also die Seele spürt hier, wo geht es mir nicht gut damit? Wo mache ich einfach weiter? Und ich möchte eigentlich etwas ganz, ganz anderes. Möglicherweise hat man hier auch so im Kopf, ne, wenn ich jetzt irgendwas verändere, dann reicht mir das Geld nicht oder ich kann meine finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich muss finanzielle Dinge klären. Die Woche wird sehr aufklärend für alle Bereiche da, wo vorher viel Mysterium drum war. Ich sage euch gleich mehr. Hier geht es sehr viel um berufliche Situationen. Es geht um Angelegenheiten, die wir vielleicht mit Kollegen haben. Es geht hier um die Zusammenarbeit auch mit jemandem oder jemanden, der einen Impuls bringt für eine berufliche Veränderung, vor der man vielleicht sich lange gedrückt hat. Das heißt, man fährt einfach das System so weiter, damit man ja keine Gedanken hat von, ich muss mich für was entscheiden oder etwas funktioniert nicht mehr so, wie es war. Ich muss etwas Neues mit an Bord bringen. Hier habe ich schnelle Wenden im beruflichen Bereich. Die können hier ausgelöst werden durch Menschen, die hier mitspielen, die sehr inspirierend wirken, die irgendein Angebot haben. Für alle, die arbeiten, kann es auch sein, dass das Kollegenumfeld hier sich verändert, die Teamstruktur sich verändert. Ich sehe Aufträge für die Selbstständigen, aber auch verbunden mit irgendwie guter Klärung, also dass man sich das, was da liegt, genau anguckt. Es ist auch eine Woche, wo man vielleicht sehr schnell viel Antworten kriegt auf Fragen, die man bisher hatte, die vermieden haben, was zu verändern. Es kann ja auch sein, dass ein Kind von euch hier männlich berufliche Veränderungen vornimmt, was ihr dann darüber denkt
und was das Kind darüber denkt, oder das sind dann immer zweierlei Stiefel. Also ich für mich handhabe das immer so, dass ich mir immer wieder sage, ja mein Gott, ich kann ihm die Erfahrungen nicht ersparen. Ich habe hier, dass uns irgendetwas blockiert. Wir liegen im Haus der Ringe. Das ist das, was ich hier oben meinte. Einstens möchte man hier was verändern. Man hat den Wunsch, etwas nach außen zu transportieren. Man spürt vielleicht dieses Hamsterrad. Man spürt seine eigene Begrenzung, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und man spürt hier auch eins, man hat in der Vergangenheit schon die Chance gehabt, vieles zu ändern, man hat es aber vermieden oder bleiben lassen und hat somit halt die Wahl getroffen, dass ich nichts verändere. Und wenn ich nichts verändere, habe ich auch eine Entscheidung getroffen, die mich allerdings immer wieder an den gleichen Punkt aufbringt, wo ich denke, eigentlich fühle ich mich nicht wohl, so wie es ist. Ich traue mich es manchmal gar nicht mehr zu sagen, denn jedes Mal heißt es dann, es ist schicksalshaft, das Schicksal kommt hier mit auf den Weg. Es ist hier aber tatsächlich so, wir haben das Schicksalskreuz im Hause des Neubeginnes drin, der Kinderthemen. Auch was, wo sich noch die Energie auf den Kopf dreht, bis die Veränderung wirklich greifbar ist. Das Vermeiden von Wegen, die nötig wären, um dass unsere Seele sich wohlfühlt und fließen kann. Zugleich die Kummer- und Stresskarte, also es kann wirklich so ein bisschen sein, dass sich im Beruf Hindernisse zeigen oder dass sich im Beruf Dinge so verändern intern, dass es ein bisschen Stress mitbringt oder dass man einen anderen Weg einschlägt oder dass das Gefüge, das System, das vorgegeben ist, einfach andere Richtungen zeigt. Ne? Die müssen einem nicht unbedingt schmecken und man stellt dann auf stur, aber man kommt irgendwie nicht umhin. Ja? Ich habe jetzt hier Folgendes. Es kann auch sein, dass man jetzt in einer beruflichen Situation irgendwie einen Konflikt kriegt. Der kann damit zu tun haben, dass Kollegen eben sind, wie sie sind, dass Kollegen ihren Platz ändern, plötzlich weggehen oder es gibt mehr zu tun. Es kann aber auch sein, dass hier diese Dinge sind, wo die Kollegen über dich reden oder wo viel Blabla ist, ne? Und man dadurch sich auch so ausgenockt fühlt. Wir haben schon wieder das Thema Ehrlichkeit da liegen. Also es wäre hier so ein Schlüssel, um aus diesem ewigen Kreislauf, ich möchte verändern, aber lieber doch nicht. Wird jetzt irgendwie sowas, wo das Außen kommt und es gibt dir eine Veränderung, die du vielleicht auch so nicht geplant hast, aus der dann wiederum schicksalshafte Wege entstehen, aus einer Situation raus, wo du für dich einstehen darfst. Und aus dem Vermeiden oder auch dieser Gedankenlastigkeit, die hier liegt, die wir haben, das Gegenüber auch, es macht sich hier Gedanken um die Finanzen oder um eben diesen Teil, wo man rein investiert. Es sind sehr viele Blockaden da, die von außen wirken oder die haben auch mit dem Thema eigene Vitalität, Vertrauen ins Leben und sowas zu tun. Und die Wege, die hier liegen, die führen eigentlich raus aus einer Verstrickung und aus einem Kreislauf, aber sie bringen halt auch entsprechende Kurskorrekturen mit. Also im Prinzip könnte das überall da sein, wo man denkt, naja, ich mache halt weiter, aber mir gefällt es nicht. In diese Bereiche kann hier tatsächlich etwas einspielen, das uns voranbringt.
Es gehört hier im Übrigen auch mal dazu, zu etwas Nein zu sagen. Das könnte jetzt so ein Beispiel sein. Ein Kollege fällt aus, du musst immer wieder einspringen und das machst du, weil man ist ja loyal und man ist ja kollegial, aber eigentlich bringt es dir oder dein Umfeld mehr Konflikt mit. Und da geht es jetzt so ein bisschen raus aus diesem Kreislauf. Der Weg ist kürzer, als man hier denkt. Ja, die Selbstmeisterung kommt hier. Es geht darum, lernbereit zu sein. Hier zeigt sich der Rochen. Und der Rochen zeigt uns hier eigentlich auch was ganz Wichtiges, nämlich, dass wir eigentlich das Wissen, das wir brauchen, das wir hier eigentlich so gedeckelt halten, bewusst einsetzen können. Also das Wissen, das wir brauchen, ist schon in uns. Es ist einfach eine Vermeidungshaltung, die gewonnenen Erkenntnisse nicht umzusetzen, weil sie vielleicht Kraft abziehen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Deshalb liegt hier die Sonne auch auf dem Kopf. Im Haus der Sonne haben wir das Schiff drin. Ne? Die Energie möchte fließen und die Erkenntnisse umgesetzt werden. Es geht um deine Einzigartigkeit, um dein Dasein als Unikat. Es geht nicht darum, sich zu vergleichen, zu messen, vielleicht auch irgendwo zu imitieren oder zu kopieren. Heißt praktisch, ne, wenn du jetzt irgendwo gesehen hast, mein Kollege handhabt es so und so, ich mache das jetzt auch. Das musst du nicht. Deine Einzigartigkeit, deine Berufung, das, was dich ausmacht, das ist genau der Schlüssel zum Erfolg hier. Ja, es geht auch um die Tiefen des Seins. Es geht darum, kraftvoll und hell seinen Weg zu gehen und sich immer wieder dem Wissen in einem selbst zuzuwenden und den Platz im Leben auch einzunehmen, den man für sich hat. Und es geht auch darum, den Glauben an sich selbst, auch wenn neue Einflüsse kommen, hochzuhalten. Es geht auch darum, dass man für sich hier friedlich und zuversichtlich auf den Weg geht, aus diesem Hamsterrad raus, aus diesem Kreislauf. Und das ist das, was sich hier Selbstmeisterungsprozess nennt, wo die Seele dir sagt, ey, irgendwas ist doch hier nicht gut. Ich habe hier Themen, die kommen auch aus dem partnerschaftlichen Bereich. Das sind die Themen, wo sich vielleicht auch ein bisschen Wut, Schmerz, Enttäuschung, Konflikte, Streitereien zeigen können mit dem Gegenüber. Wo man vielleicht auch das Thema hat, wo bin ich so ein bisschen abhängig von dem, was andere tun und dem, was ich tue, oder wo erwartet vielleicht mein Partner etwas von mir, was ich so nicht erfüllen möchte. Und man weiß es schon lange, aber man möchte eben das so weiter handhaben. Und hier kommt eben das, dass es nicht funktioniert. Und man deshalb wieder auf das Wesentliche zurückgeworfen wird. Einstteils ist es ein bisschen ein Pendant, denn ich habe, dass man schicksalshafte Wege und Neubeginne kriegt, dass man auch irgendwo vielleicht in eine Situation gebracht wird, wo man jetzt eben handeln muss, weil das Außen es so will. Gleichzeitig habe ich aber auch, dass diese Wege, die hier entstehen, mit Hindernissen vorangehen, aber hier am Ende eine ganz andere Stabilität in die Themen bringt, in denen du entweder Schatten hast, viel Arbeit damit verbringst, nicht einschlafen zu können, weil die Gedanken sich drehen, oder wo man eben mal auch so schnell denkt, an die Lösung, die liegt doch schon da, warum verbringe ich so viel Zeit, meinen Gedanken, die mich ja in dem Weg auch nicht weitergebracht haben, immer wieder zu frönen, also diese Gedankenkreisläufe auch zu nähren. So, hier kommt die Freude mit rein, der Spatz auf der Frühlingswiese.
Und der bringt hier für diese Legung eigentlich ein ungeheures Potenzial mit. Weil da, wo ich gerade vorhin meinte, man macht halt so weiter, sagt die Karte eigentlich, es ist nicht an der Zeit, einfach in den Alltag überzugehen und so weiterzumachen, sondern es ist Grund zu feiern, das Leben zu genießen, die Freude, sich anderen gegenüber zu öffnen, zusammen was Gutes zu feiern. Es ist auch keine Zeit, irgendwie die Versprechen abzulegen, die ewig in die Zukunft wirken, sondern es geht um das Jetzt. Es geht darum, sich erlauben, Spaß zu haben und nicht in irgendwelchen Endlosschleifen zu hängen, die ausbrennen. Die Energie steht auf dem Kopf. Das ist für mich auch das, was nicht fließt, wo man zwar immer wieder viel Gedanken rein verschwendet, aber überhaupt nichts an Lebensfreude kriegt. Wir haben bei uns die Mangelkarte im eigenen Haus, ne? Auch das, was am Ende einem dann noch mehr Energie abzieht, anstatt die Lebensenergie zu erhöhen. Hier kann auch noch sein, dass sich beim Gegenüber Familienthemen zeigen, Elternthemen, Einflüsse mit der Vergangenheit. Die sind hier vielleicht jetzt nicht gerade so erwünscht, kommen aber angetapst, fordern auf den Weg. Am Ende geht es hier auch aus einer unguten Situation auf einen neuen Weg, aber da gibt es einiges zu klären und da die Gedankenlastigkeit hier für beide extrem hoch ist, habe ich das Gefühl, dass man einfach sich Auszeit nehmen muss, nicht einfach zum Alltag übergehen und die Abendstunden vielleicht, anstatt nachzudenken, mal wieder mit etwas verbringt, was gemeinsam Spaß macht. Okay. Guckt mal, wie passend, ne? Mache keine Dinge, die nicht gut für dich sind. Ja, hier steht genauer drauf, niemand würde diese grüne Plärre trinken, also nimm kein Gift zu dir. Hier haben wir das Vergiftetsein oder die ungute Situation, die betrifft aber die seelische Ebene. Wir haben, entdecke die Lektion hinter dem, was dich hier trifft. Entdecke vielleicht auch den Segen der Lektion und vertraue darauf, dass du in einem Lernprozess bist. Ja, hier, das gebe ich mal noch mit. Hier kann es allen oder anderem gut tun, wenn er sich mal um die Tierwelt kümmert. Also hier irgendwie ein Service oder ein Support für Tiere. Was haben wir unten noch an Deck? Passt auch, ne? So dieses gelangweilte Dasein und man möchte mal wieder ausbrechen, man möchte mal wieder Freude. Es ist einfach eintönig. Man fragt sich, wann passiert denn mal was? Und ja, hier ist praktisch diese Pause, bevor man agiert und doch möchte man wieder was erleben. Cool, dann nehmen wir noch eine Pflanze. Ich mache heute kein Auswahl-Orakel dran, sondern wir nutzen mal das große Blatt und ergänzen es. Welche Pflanze kriegen wir hier mit für die nächste Woche? Passt ideal. Wir haben das Heidekraut, man darf sich fallen lassen, man darf sich auf Mutter Erde betten, man darf sich tragen lassen, von dem, was gut für einen ist, und man darf auch wissen, dass das, was auf uns wartet, auch gut ist, auch wenn fremd oder befremdlich wirkt. Also es ist so eine Situation, wo man aus dem Kreislauf auch in dieses Netz reinfällt und man denkt sich, warum habe ich denn das nicht schon lange so gemacht, ne? Okay, ihr Lieben, das lassen wir mal so stehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder.
Ich drücke euch und bis bald.